Hallo ihr Lieben, heute wollen wir mal eine Tarotlegung machen zum Thema deine unterbewussten Themen. Das heißt, das ist natürlich ein sehr breit gefächertes Gebiet. Da sind wir mal ganz gespannt, was dabei herauskommt. Wir haben dafür diese 3 Motive. Ich blende sie jetzt nochmal ein. Ich glaube, das ist schöner, als wenn wir so ein stillstehendes Bild haben. Oder was meint ihr? Ja, das sind 3 relativ ähnliche Motive, deswegen möchte ich jetzt gar nicht allzu viel dazu sagen, sondern ich möchte, dass du dir wirklich ganz spontan von deinem Bauch raus, aus deiner Intuition raus, eines dieser Motive aussuchst. Die Motive habe ich selbst entworfen und die gibt es auch, wenn du das gerne haben möchtest, dann findest du unten den Link. Die beiden letzteren sind auch Teil meines neuen Orakelkartensets, das ihr ebenfalls als Link unten findet. Und im Zeitstempel findet ihr dann, welche Kartenlegung wann anfängt. Ja, und wir beginnen dann auch schon sofort mit dem Motiv Nummer 1. Da hast du dir ja dieses Universumsbild ausgesucht. Und da ziehen wir dir als allererstes eine Karte aus dem Magie der Göttinnen-Set, von mein anderes Orakelkartenset, und gucken einmal nach, was du denn da eigentlich so unterbewusste Themen hast, von denen dir vielleicht gar nicht so bewusst ist, dass da Sachen in deinem Unterbewusstsein ablaufen, die jetzt mal an die Oberfläche kommen dürfen. Welche Göttin würde sich da zeigen für dich, Nummer 1? Welche Göttin zeigt sich für dich? Da ist sie schon. Ja, das ist die Volupia, die wir hier haben. Ich zeige sie dir einmal. Das ist die Göttin Volupia. Das ist die Tochter von Psyche und Eros, dem Gott der Liebe. Und sie war menschlich und wurde dann zur Göttin. Das ist eine sehr lange und tragische Liebesgeschichte. Die ist für ihn in die Unterwelt gegangen und so weiter. Es handelt sich also, das können wir jetzt so wohl haben, dass wir hier um eine Liebesgeschichte geht, die dich angeht. Das andere, wofür Volupia steht, ist die Lust. Und da kann das sich natürlich, ich muss es jetzt natürlich so sagen, auch wenn wir hier bei YouTube sind und immer unter 16 bleiben, jugendfrei bleiben sollten. Nee, nicht jugendfrei. Wie heißt das? Naja, du weißt, was ich meine. Nicht zu viel Erwachsenen-Talk machen sollten. Aber das ist natürlich auch eine Karte, die für Sexualität steht. Und das lasse ich, glaube ich, auch ein bisschen so stehen. Da kannst du dir dann selber natürlich dazu reinfühlen, was das mit dir zu bedeuten hat. Volupia ist jemand, die fühlt sich in ihrem Körper wohl, die findet sich toll, so wie sie ist. Kannst dir auch gerne nochmal die Dame hier auf diesem Tarot-Kartenbild angucken, auf diesem Orakel-Kartenbild. Das ist Mary. Mary macht auch Coaching. Und ja, Mary ist jetzt, die ist schon ziemlich rund, sagen wir es mal so. Die ist ziemlich rundlich und hat halt einen richtig femininen, tollen Körper. Und die steht halt auch dazu und die lässt sich auch von niemandem sagen, dass sie irgendwie abzunehmen hat oder irgendwas, weil die hat tolle Rundungen und die liebt ihre Rundungen. Und da geht es vielleicht auch um Körperbilder, könnte es hier auch gehen. Aber wir gucken mal, also da Sexualität leben und seinen Körper lieben, sowohl Liebesgeschichten könnten hier eine Rolle spielen. Aber wir gucken uns das alles einmal genauer an und dazu nehme ich wie immer mein Light and Seals Tarot und ja, auch zu den Karten findet ihr natürlich alles in der Beschreibung. Und ja. So, da kommen schon die ersten Flipper und es will auch schon gleich nicht mehr. So. Da haben wir erstmal die andere zentrale Karte. Warte, ich mache es mal so, dass für euch gerade ist nämlich jetzt im Moment, das ist die Kamera, die schief ist, nicht der Tisch oder ich. Aber es soll ja für euch gerade sein und nicht unbedingt für mich. Die können wir rausnehmen, dann haben wir mehr Platz. Hier hin. So, weiter geht's. Was ist denn für dich unbewusst gerade ein Thema, worüber du dir bewusst werden solltest? Um vielleicht Liebe und sowas. Aha, da kommt auch schon die Liebe angeflogen. Ist darauf gefallen. Liebe in dein Leben zu ziehen. Kriege ich so rein auch. Welches unbewusste Thema spielte eine Rolle? Was sollte dir bewusst werden? Guck mal, die fallen von automatisch untereinander. Ist das nicht abgefahren? Eine ist auf dem Boden, die vergessen wir nicht. Welches unbewusste Thema? Was sollte dir bewusst sein? Worum geht es hier? Mir fällt ganz schön viel. Worum geht's hier? Kriegen wir noch mehr? Ups, ja, da kommt
noch eine und ich bin immer noch nicht fertig, bekomme ich so. Aber schon abgefahren, wie die sich hier gerade hingelegt haben. Jetzt habe ich eine ein bisschen verknickelt. Das finde ich natürlich nicht so gut. Das lässt sich jetzt nicht ändern. Da ist noch eine. Und noch eine. Okay. Das wird aber vielfältig. Da gucken wir aber mal, was sich da so Spannendes ergibt. Aber ich glaube, das sind, ja, ich denke, das sind Liebesthemen bei dir. Es geht hier um die Liebe, habe ich das Gefühl. Ah, wow. Es wird immer mehr, okay. Und immer noch, ja, da habe ich ja gleich das ganze Kartendeck. Da wird mir ja die Hand schon schlapp. Da kommt die andere, da kommen welche. Und nochmal, okay. Ja. Okay. 2 auf den Boden. Die kommen hier mit meinem Kristall hin, dann weiß ich, das waren die, die auf dem Boden waren. Was siehst du nicht? Ja, das meiste siehst du gar nicht, ich sehe schon ganz viel. So, den gehen wir mal hier so ein bisschen hin, das ist ein ganzer Haufen von Karten. Lass uns das angucken. Wir haben hier direkt auf die Volupia raufgefallen, die 5 der Münzen. Und die 5 der Münzen, die steht dafür, ja, die steht dafür, dass du für jemanden oder für jemanden, der unter, ja, man kann auch schon sagen, zu depressiven Stimmungen neigt, der das Gefühl hat, dass er nicht so richtig weiß, wie es weitergehen soll, dass du vielleicht irgendwie das Gefühl hast, dass du auch isoliert bist, nicht so richtig viel Anschluss hast, und das steht natürlich im totalen Widerspruch zu dieser Volupia-Karte, die hier voller Leidenschaft so ihre Arme nach oben streckt und sagt, hey, hier bin ich. Und wir haben dich aber hier gleichzeitig das mit sozusagen so als blockierende Energie, dass du aber dich nicht so richtig raus traust, dass du das Gefühl hast, dass du alleine bist. Das ist auch so ein bisschen, ich bin alleine Karte. Und jetzt auch gerade so, wenn es auch um finanziellen Erfolg geht, dass es nicht so richtig vorangeht. Alles, das sozusagen Fülle in jeglicher Form, die hat ja hier auch sowas von Fülle, finde ich. Ne? Die zieht Fülle an. Tut sie übrigens auch wirklich. Aber hier hast du sozusagen diese Blockade drin, diese unbewusste, dass du irgendwie meistens das zu schlechten Stimmungen führt und zu negativen Gefühlen, gerade schon zu Depressionen teilweise, dass du dich einfach nicht so richtig weißt, sozusagen dein Schlüssel im Leben ist, ne, wo du aufschließen kannst. Und mit den 8 der Kelchen kriege ich hier auch rein, dass du gerade extrem das Gefühl hast, dass du wen oder was gehen lassen solltest, dass Dinge so einfach gar keinen Sinn machen, dass du das Gefühl hast, dass du bist zwar wieder auf dem Aufbau, in der Aufbruchsstimmung, bist auch durchaus in der Lage, Sachen hinter dir zu lassen, auch hier mit den Depressionen oder so, aber du möchtest eigentlich, also du tust es aber noch nicht so richtig, du willst es aber gerne hinter dir lassen, und du bist auch durchaus in der Lage, hier das Licht am Ende des Tunnels zu sehen, den ersten Sonnenstrahl nach der Dunkelheit. Und dann habe ich dich hier ebenfalls drin liegen als Königin der Schwerter. Und die steht halt eben im kompletten Widerspruch zu der Volupia. Warum? Ja, die Königin der Schwerter, die ist halt sehr distanziert, die weiß, was sie will, aber auch nimmt sich halt genau hier wie das, ne? Die nimmt sich lieber raus aus Situationen, die ist nicht so richtig von Herzen, die traut sich nicht so richtig ihr Herz zu öffnen, die denkt immer mehr daran, die liebt immer mehr in der Zukunft als im gegenwärtigen Augenblick, bekomme ich hier gerade auch rein. Zukunftsängste, aber nicht jetzt im wirklich bösen Sinne, sondern so ein bisschen. Und vor allem halt hat die Königin der Schwerter halt auch immer ihr Schwert in der Hand, um sich zu verteidigen. Wenn wir jetzt halt auch von körperlicher Nähe reden, dass halt körperliche Nähe vielleicht eher nicht so ihr Ding ist. Das möchte sie lieber sich auf intellektueller Basis unterhalten und Gedanken austauschen, bevor man da irgendwie intim wird. Ich habe dazu aber auch noch die Königin der Stäbe, Entschuldigung, die Königin der Stäbe, und guck mal hier, das ist wieder ein und dieselbe Energie. Also haben wir so einen großen Widerspruch, glaube ich, in dir. Ich lege die deswegen auch mal ein bisschen so, ich glaube, so gehören sie nicht, aber
Wir legen sie trotzdem mal so. Guck mal, hier haben wir auch wieder zwar die gleiche Farbe, ne? Hier haben wir die gleiche Pose. Die Königin der Stäbe, die ist eine Macherin, die geht raus, die lacht viel. Das heißt nicht, dass sie sich hier von jedem antatschen lässt und mit nach Hause nehmen lässt, sondern das heißt einfach, die kennt ihren Wert, genau wie hier unsere Mary als Volupia. Die weiß, dass sie klasse ist, so wie sie ist. Die macht sich keine Gedanken darum, ob die Hose Falten schlägt oder ob der Arsch da drin zu dick aussieht. Das ist der egal. Die weiß, dass sie gut ist, so wie sie ist. Und dass sie in ihr Leben zieht durch ihre positive Energie. Durch diese, guck mal, die hat ja auch immer hier so ein bisschen so ein Lächeln, so, also nicht mehr arrogant, ne? Ich will es nicht arrogant nennen, sondern halt so ich weiß, wer ich bin. Ich kenne meinen Wert. Und die Königin der der Stäbe, als die du hier ebenfalls auftauchst, die kennt auch ihren Wert. Und die hat auch keine Angst, nach rauszugehen, nach vorne zu gehen und sich mal so blöd gesagt zu nehmen, was sie möchte. Aber das halt nicht, jetzt irgendwie meine ich auch wieder nicht auf irgend so eine penetrante Art, sondern halt einfach, guck mal, du manifestiert hier mit Kraft ihrer Gedanken, mit ihren Händen, ne? Die weiß sozusagen, dass sie Sachen in ihr Leben ziehen kann, aufgrund der Tatsache, dass sie einfach präsent ist, ne? Hier geht es, glaube ich, ganz viel um das Thema präsent. Du traust dir nicht so richtig zu, richtig aus deinem Körper, so meine ich das auch wirklich, ne? Aus deinem Körper, wenn du rausgehst, präsent zu sein. Kriege ich so rein. Darum geht es ein bisschen. Wir haben dich hier auch drin, oder ich sag, bist du, ne? Wenn ich so bekomme. Wir haben hier dich noch drin liegen als den Eremiten, also den Einsiedlerkrebschen, der gerne, was auch wieder diese Energie, von dem wir hier haben, dass du dich dass du dich alleine besser fühlst als mit anderen, dass du das vermutlich oft denkst, dass du, hier lieber, die ist ja auch so in ihrem Schlafpyjama, lieber zu Hause im Bett sitzen und ein gutes Buch lesen, als hier irgendwie auf irgendeine Party gehen. Da fühlst du dich wohl, das ist deine Komfortzone. Da geht es dir gut mit dir selbst, da kannst du dich auf dich konzentrieren, wenn du dir was Gutes tust, für dich was Gutes tun, bedeutet für dich wahrscheinlich eine Badewanne nehmen oder eben irgendwie ein gutes Buch lesen, sich einen Tee machen und nicht mit Freundinnen anstoßen gehen und wilde Party machen oder generell mit Leuten viel zusammen zu sein, sondern das geht wirklich darum, du fühlst dich gut, wenn du alleine bist, du hast auch, du kannst dich selbst genießt dich selbst besser alleine als in einer Gruppe. So, da habe ich hier, siehst du, das ist immer dieses Bum, Bam, Bim, Bam, da ist noch ein Widerspruch in dir, ne? Da haben wir hier gleichzeitig drin, das geht an dieselbe Richtung, aber wieder im Sinne von Achtung, ähnlich wie diese Königin der Schwerter. Du hast allerdings auch die Tendenz dazu, dass du dich dass du Angst hast, dass, wenn du sozusagen rausgehen würdest, dass dir zum Beispiel jemand was wegnehmen könnte. Das auch mit den Gefühlen, ne? Dass wenn du sozusagen zu viel gibst, dann wird dir nachher dich noch jemand enttäuschen. Wenn du guck mal, die guckt ja auch so weg und die macht die Augen zu, hält ihre Tasche fest. Die ist so, ne, die ist halt auch wieder so genau diese abweisende Tendenz, die eben auch die Königin der Schwerter hat. Und ja, wenn wir hier von der Liebe reden, das macht es natürlich schwierig für andere Menschen, dich zu finden sozusagen. So, warte mal, welche waren denn jetzt die nächsten? Der Schwerter und die Königin, den Ritter der Schwerter. Habe ich hier noch dazu, kriege ich noch dazu. Und da haben wir wieder drin, auch mit den 8 der Schwerter, ne? Das ist auch eine Karte, wo es viel ums Unbewusste geht. Da geht es nämlich darum, dass man sich selbst immer sozusagen mal Angst hat, dass man selbst irgendwie, die fühlt sich ja gefangen, ne? Die ist ja sozusagen gefesselt. Die Raben repräsentieren auch negative Gedanken, ne? Das habe ich euch, glaube ich, schon mehrfach erzählt. Hier geht es darum, dass sie aber in den Spiegel guckt und wenn du sie anguckst, dann ist sie das ja nicht, ne? Sie sieht sich ja sozusagen nur so und die hat ja auch so schwarze Klamotten an hier, aber eigentlich
ist sie nicht festgebunden. Eigentlich ist sie sozusagen eine super hübsche Frau und sie kann auch sehen, sie ist nicht blind. Ne? Im Original ist die ja hat die auch sowas im Originalkartendeck, dass sie nicht sehen kann. Die ist nicht blind, sondern die sieht sich selbst, die macht sich selbst das Leben schwer. Und ich kriege hier rein, du machst dir manchmal das Leben unnötig schwer, weil du zu viel Angst hast, wenn du rausgehst, das nicht wahrgenommen zu werden, sondern dass du aus irgendeinem Grund, der unbewusst ist, dich lieber zurücknimmst und zurückziehst und nicht daran glaubst, dass Dinge sich in dein Leben manifestieren könnten, aber eigentlich tief in dir drinne wärst du gerne diese Person, die präsent ist, die da ist, die sich die Lebensfreude aussprüht, genau eben wieder wie diese Königin, dieser Ritter der Schwerter, die Stäbe, die wir ja auch noch drin haben, ne? Die hier kommen auch nacheinander. Das ist ja auch diese, ne? Wir wieder diese feurige Lebensenergie, dieses ich gehe raus, ne? Ich trommel, ich habe Spaß mit mir selbst, da ist auch kein anderer drumherum, ne? Weißt du nicht, vielleicht ist da irgendwo eine Gruppe, ist auch egal. Und wenn die über mich denken, dass ich gerade irgendwie total durchgeknallt bin, ist es mir egal. Da hinten habe ich mein Pferd, ich kann jederzeit davon reiten, wenn die mir auf den Nerv gehen, dann ist es eben so. Ich habe hier das Ass der Stäbe für dich drinne, also auch nochmal, dass ich das Gefühl habe, das geht hier sehr viel darum, auch dass du eigentlich ziemlich viele Gedanken und Einfälle hast, die du eigentlich gerne umsetzen würdest, auch mit dieser Königin der Schwerter, die aber wahrscheinlich auch ein bisschen voraussetzen, dass man sich aus seinem Schneckenhaus, hier kriege ich auch nochmal rein, ne? Einsiedlerkrebs, der hat das Schneckenhaus, aus dem Schneckenhaus rausbewegt und halt riskiert, dass andere Leute einen peinlich finden oder was auch immer. Guck mal, gleich das nächste, was ich kriege, sind die 3 der... Oh Gott, das sind aber noch ganz schön viele Karten, die ich da habe. Ach du meine Güte. Machen wir schneller. Mit den 3 der Münzen kriege ich natürlich auch rein, das geht aber hier, dass du musst mit anderen Menschen zusammenarbeiten, um deine Träume und Pläne zu verwirklichen. Und dafür musst du dich raustrauen, du musst keine Angst haben. Guck mal, die sind alle freundlich, die sind alle nett. Teamarbeit ist des Rätsels Lösung und dass dieses Team, was da auf dich zukommt, das wird dir auch nicht, dafür dem musst du auch keine Angst haben. Ne? Wir haben den Mond hier wieder unbewusste Ängste drin liegen. Haha, genau, hier, unbewusste Ängste vor Konkurrenz. Dass andere Menschen dir nichts Gutes wollen. Das ist wahrscheinlich Erfahrungen, die du gemacht hast in deiner frühen Jugend, frühen Kindheit, die sich jetzt immer weiter manifestieren. Und nicht manifestieren, also die werden sich nicht manifestieren, weil es hier wirklich eine große Aufforderung an dich ist, dass du hier wirklich in deine Energie, Lebensfreude kommen darfst und auch daran glauben darfst. Guck mal hier, ne, das trennt sich hier sozusagen. Das sind deine unbewussten Ängste, dass Menschen nicht mit dir zusammenarbeiten wollen oder nicht Zeit mit dir verbringen wollen und dass andere Menschen dir sozusagen mit dir in Konkurrenz stehen würden, wenn du mit denen was zusammen machst. Das ist aber nicht der Fall. Das sind alte Wunden aus deiner Kindheit. Guck mal, wir haben ja wirklich fast jede Königin für dich drin und wahrscheinlich haben wir am Ende jede Königin drin liegen. Siehst du das überhaupt noch? Ja. Wir haben dich hier ebenfalls drin liegen als die Königin der Kelche. Das heißt, dass andere Menschen dich sehr wohl als eine sehr, sehr liebevolle und einfühlsame Person wahrnehmen werden, sobald du dich hier auch ein bisschen den anderen Menschen öffnest und eben einfach ein bisschen Präsenz zeigst, weil du kommst aus dem Herzen her, du hast ein großes Herz und es gibt keinen Grund, dieses Herz sozusagen nicht auch anderen Menschen wieder zu öffnen. Wir brauchen ein bisschen mehr Platz bei so vielen Karten. Wie machen wir das? Gib mir hier, wir müssen es nach oben liegen. Gib mir eine Sekunde. So. Guck mal, hier liegt was drunter. Achso, das ist mein Mond. Ja, so. Ja, ich guck mal hier auf dem V, ne? Kannst du auch ein bisschen mehr, ein bisschen Eitelkeit ist nicht schlimm. Man kann ein bisschen eitel sein, man kann sich selbst toll finden. Das ist nicht schlimm, sich selbst toll zu finden. Viele von uns haben als Kinder gelernt, so nach dem Motto, finde dich bitte nicht so toll. Das kommt arrogant und blöd rüber. Das sind so Schattenthemen, um die es da immer geht. Ne? Schattenthema, guck dir das mal an. Schattenthema, deine Eltern haben dir vielleicht gesagt, du sollst dich bitte nicht selbst loben. Das kenne ich auch. Du sollst bitte nicht immer versuchen, hier den Clown zu machen oder immer im Mittelpunkt zu stehen. Und das sorgt dafür, wenn wir erwachsen sind, guck mal, hier kommen die ganzen kleinen Ameisen wieder angerannt, 3 Stück, hier sind auch 3 Leute drauf, ne? Die arbeiten auch zusammen, die Ameisen.
Und wir haben von unseren Eltern echt oft gelernt, so nach dem Motto, ja, ne, halt dich hier mal zurück. Auch deine Eltern vielleicht, so das ist ja sonst unangenehm, du machst hier immer den Pausenclown, so dieses, und das sind die sogenannten Schattenthemen. Das heißt, wenn andere Leute sich dann erlauben, sich in den Vordergrund zu spielen, dann fühlst du dich davon so richtig, ärgert dich so richtig innerlich. Kennst du das? Dass du richtig denkst, wow, was erlaubt die sich eigentlich? Ne? Und das liegt aber daran, dass du dir das eigentlich selber gerne erlauben würdest. Das sind die sogenannten Schattenthemen und Schattenthemen sind immer unbewusst. Und hier ist, glaube ich, eine ganz große Rolle die Tatsache, dass du eigentlich sehr gerne sehr präsent sein würdest und sehr gerne sozusagen mit anderen Menschen zusammenarbeiten würdest, aber und sehr gerne sozusagen auch in die Selbstliebe mit deinem Körper gehen würdest, vielleicht mal was sexy anziehen wollen würdest, unbewusst, aber dass du sozusagen es dir selbst verbietest, das auch mal so ein bisschen verbieten hier, einfach weil du hier unbewusst Angst hast, dass Menschen darauf negativ reagieren könnten. Und das glaube ich nicht, weil mit den Königen der Kelche, die werden die anderen Menschen durchaus sehen, welchen Wert du hast. Entschuldigung, jetzt kommen die hier wieder angefahren. So, dann haben wir die 8 der Stäbe drin. Ich tue die so hin, die kommt nicht falsch rum, bin ich mir sicher. Oder kam falsch rum, nicht falsch rum. Es hat ein bisschen auch damit zu tun, dass hier gute Nachrichten für dich reinkommen. Sobald du halt diese negativen Glaubenssätze überwunden hast, sollte das nicht so sein, bleibst du hier die Prinzessin auf der Erbse. Ich sag's, das ist ganz fies, es kam mir so rein, kommt so raus aus mir manchmal. Hört ihr das übrigens? Das sind Papageien. Hört ihr die? Das sind Papageien, so kleine grüne Papageien. Du kannst jetzt auch gerne nochmal Papagei-Krafttier nachgucken. 8 der Stäbe, richtig rum, falsch rum. Du wirst viele Nachrichten bekommen und viel Aufmerksamkeit und vielleicht auch tolle Angebote oder eine Nachricht bekommen, auf die du lange gewartet hast, wenn du halt dieses Thema angehst, dieses Schattenthema. Denn dann haben wir hier für dich sowohl auch noch drin die Sonnenkarte, als auch die 2 der Kelche. Das heißt, dann werden hier auch, die 2 der Kelche ist auch Liebe, ne? Ist aber auch, kann auch sein, einfach Zusammenhalt. Zusammenhalt von anderen Menschen bekomme ich hier mehr. Ne? Sich gegenseitig die Hand halten, sich gegenseitig aneinander glauben, gegenseitig füreinander da sein, weil du kannst die Sonne im Leben von anderen Menschen sein. Du wirst die Sonne im Leben von anderen Menschen sein. Trau dich raus, glaub nicht daran, was irgendwelche Idioten dir vor Jahren mal erzählt haben. Guck mal, da kriegen wir noch die 10 der Kelche dann rein. Mit, das ist auch von Liebe, also hier geht es wirklich darum, auch dass das wirklich hier darum geht, auch einen Partner zu finden, der an dich glaubt, der dich toll findet, so wie du bist. Und ja, je präsenter wir auftreten, desto mehr toller wir uns selber finden, desto mehr werden wir natürlich auch von anderen Menschen wahrgenommen. Das ist ja leider, also nicht leider, sondern es ist so und das ist auch richtig so. Weil wir sollen ja in unsere eigene Kraft kommen, uns selbst sozusagen gut zu finden, so wie wir sind. Egal, was andere Leute über uns denken. Hier haben wir die Weltkarte, ne? Also hier, ab da, alles super toll. Weltkarte. Da, ne, du wirst die Welt für jemand anderen sein. Du bist sozusagen für die andere Person das, wonach die Person gesucht hat. Und du hast danach auch gesucht. Hier, dann kommt hier auch der Ausgleich rein, die Gerechtigkeit. Ne, der Spiegel, das Spiegelbild. Ne? Trau dich an, dein eigenes Spiegelbild anzugucken. Guck dein Spiegelbild an und sag dir, ich bin toll, so wie ich bin. Okay? Haben wir hier dann den Herzschmerz umgekehrt. Ne? Du musst wirklich auch in den Spiegel gucken und gucken, was hat dir sozusagen nochmal in diese alten Wunden reingehen, auch von Herzschmerz, dass dir da irgendjemand das Herz gebrochen hat. Das ist, da guck dir diese Wunden an. Du hast da ein Thema, ein Schattenthema, was du sozusagen, was damit zu tun hat, dich in deinem eigenen Körper wohlzufühlen und auch gerne mal irgendwie hier zu tanzen und im Mittelpunkt zu stehen. Und nicht immer sich rauszunehmen und lieber zu Hause zu bleiben. Das ist hier eine ganz starke Message an dich. Ich habe hier nicht mehr genug Platz. Deswegen tun wir die jetzt hier hin, dann kommt sie auch nämlich dahin. Dann machen wir nämlich einfach so weiter, wie ich es jetzt lege, und dann hat das auch alles so seinen Sinn. Die 5 der Kelche, umgekehrt gesehen, ist nochmal alte Themen loslassen. Du musst das aber gar nicht loslassen, du musst es wieder finden. Und dann kriegen wir hier nochmal den Mann rein, hier den Mann, ne, als den König der
König der Stäbe. Ich finde, das ist ein Supermann. Das ist einer nämlich, der für dich macht, der auch tut. Das ist so der Typ, der dir auch die Toilette repariert, wenn sie nicht mehr funktioniert. Das ist der Typ, der sich auch mit dir ärgern kann, wenn dein Chef sich blöd benimmt. Das ist der halt ziemlich in seiner männlichen Energie steht. Der mag vielleicht nicht immer unbedingt der Softie sein und hier spirituell erleuchtet oder so, aber das ist halt jemand, der echt für dich auch einsetzen wird, wenn es drum geht. Wenn dich da nochmal jemand ärgern würde, dann wird er da schon die Meinung geigen. Das kannst du mir jetzt einfach mal so glauben. Okay, da haben wir dann auch nochmal die 2 der Pentacles drin, 2 der Münzen drin, ne? Das bringt dich in den Ausgleich. Dieser Mann, der wird für dich eine sehr ausgleichende Wirkung haben. Das wird für dich, der wird dich in Balance halten können. Der darf dich, ne, der findet das gut, dass du wild bist und dass du den anderen Tag lieber zu Hause sitzt und ein Buch liest und deine Ruhe haben möchtest. Das ist genau das, was der sucht. Das braucht er wahrscheinlich. Vielleicht ist der auch jemand, der immer nur rausgeht und immer nur irgendwie was unternehmen möchte. Und der braucht auch mal einen Gegenpol, das sagt, du, das ist auch zu Hause schön. Mach dir keine Sorgen. Dann haben wir dich hier noch mit drin. 8 der Stäbe, 8 der Münzen ist auch wirklich sich an sich selbst arbeiten. Ich wollte sagen, alleine arbeiten, aber hier kriege ich wirklich an sich selbst arbeiten, mit den Mondphasen arbeiten, spirituelle Arbeit, vielleicht auch beruflich gesehen. Ich kriege hier mal so Etsy-Business rein, sowas in die Richtung. Hier haben wir den Ritter der Kelche, das heißt, der sehe ich jetzt denselben Mann drin. Bei manchen könnte es natürlich auch noch ein anderer dazukommen, der dir hier Liebesavancen macht, aber hier ansonsten einer, der dir auch durchaus die Blumen nach Hause bringt für die ein oder andere, aber hier mit den 2 der Pentacles, der eine links, der andere rechts, könnte das durchaus sogar auf eine Entscheidung hinauslaufen für 2 verschiedene Paar Männer. Das sehen wir jetzt noch. Siehst du, das ist viel zu viel hier, was wir hier haben. So, ich leg mal oben drauf weiter, okay? Auch was die Männer angeht, ne? Oder generell. Hier es geht immer darum, was geben und nehmen. Man muss auch ein bisschen darauf achten, dass man von anderen, wir sollen alle geben, aus dem Herzen raus. Das kannst du mit der Königin der Kelche hier. Aber du sollst auch wirklich was in dein Leben ziehen, wo du auch zurückbekommst, was du gibst, wo jemand dir, wo jemand dir einfach mit dir im Ausgleich ist und auch versucht, dir zu geben, was du gibst. Und auch eine gewisse Stabilität bringt. Das finde ich bei dem hier immer so ein bisschen weniger. Ich würde dir zu dem raten, aber ich kriege da nichts Genaues zu rein im Moment. Wir haben hier das Rad des Schicksals, also du bringst hier richtig dein Rad ins Schicksal in Lauf. Guck mal, es kommen dann noch mehr Ameisen. Ich meine, ich bin ja nicht so Fan davon mit dem hier. Die Vögelchen draußen, das sind nicht die Papageien, das würden sie euch zeigen. Klauen gerade das Katzenfutter, das ich rausgestellt habe. Aber nun gut. So. Also das Rad des Schicksals, das kommt hier so richtig, guck mal, das habe ich jetzt auch wieder automatisch hier daneben gelegt über diese Karte, wo ich dir gesagt habe, dass wirklich wichtig sein, dass du deine Schattenthemen angehst. Vor allem entweder du weißt es selbst, wer du bist da drin, Präsenz, Körperselbstbild und was haben wir noch gesagt? Das sind jetzt die beiden Sachen, die bei mir hängen geblieben sind. Präsenz zeigen, rausgehen, auch mal irgendwie, im Mittelpunkt stehen. Aber ich glaube, für viele von euch Körperbild, ne? Dein eigenes Körperbild als Schattenthema angucken und da auch in die Selbstliebe gehen und in die Selbstliebe zu deinem Körper. Mit den 2 der Stäben haben wir hier nochmal, dass es wirklich hier auch nochmal immer Zeiten gibt, in denen es sich halt nicht so Sachen weiter bewegen mit dem Gehängten noch dazu, aber halt im positiven Sinne, dass du dir darüber klar sein sollst, was du wirklich möchtest im Leben, was du wirklich haben willst. Also wenn du hier das alles hier in die richtige Bahn bekommen hast, dann Entschuldigung. Also dieser Gehängte, für mich ist das ja auch mal so ein bisschen eine Erleuchtungskarte, ne? So in der Ruhe liegt die Kraft und wenn wir halt auch mal alleine sind und die Perspektive wechseln, also hier ist wirklich auch nochmal so ein Hinweis auf, ändere die Perspektive auf die Dinge, dann
ja, dann änderst du deine eigene Welt. Ne? Wenn du deine Perspektive änderst, sieht die Welt ganz anders aus. Nochmal auch so eine Aufforderung zu trau dich raus in die Welt mit den 2 der Stäben. Und dann haben wir noch die 6 der Kelche drin, die ich auf diesen Typen hier automatisch gerade drauflege. Und auf die Königin der Kelche. Also diesen hier, den kennst du. Den kennst du schon. Du weißt, wenn du weißt jetzt, von wem ich rede. Den kennst du. Lass mich noch die beiden Karten angucken. Ja, das ist, wundert mich jetzt auch nicht. Das waren die beiden, die runtergefallen waren, sozusagen als letztes Quintessenz. Haben wir einmal die 3 der Stäbe und tatsächlich Tod und Wiedergeburt. Das heißt hier wirklich so, du sollst nicht darauf warten, dass sich die Dinge ändern. Du sollst dich selber ändern, weil auf dich wartet hier sozusagen die perfekte Welle. Hier, ne? Du siehst sie ja gerade hier reinfließen. Die perfekte Welle, der perfekte Tag ist so gut wie da. Hier geht es wirklich darum, nochmal eine Sache zu transformieren, was deine Glaubenssätze angeht. Und wie wir bereits besprochen haben, jetzt 3-mal wird das im Zusammenhang stehen mit deinem Körperbild oder der Sache, wie präsent du sein darfst und wie sehr du im Mittelpunkt sein darfst. Und dazu darfst du gerne einmal dir Gedanken machen. Denk dir auch bei Schattenthemen, finde ich es immer super hilfreich, zum Beispiel sich eine Person auszusuchen aus deinem Leben. Das kann auch irgendwie von vor 10 Jahren sein oder vor 15. Das hat sich wahrscheinlich nicht geändert, die bei dir irgendwie so negative Gefühle hervorruft, obwohl die dir eigentlich nie wirklich was getan hat, die eben genau so eine Präsenz zum Beispiel hat. Also das hilft mir immer extrem, weil dann sehe ich sozusagen, okay, die Person, die hat mich extrem abgenervt, die hat sich zum Beispiel immer in den Mittelpunkt gestellt. Das war bei mir nämlich auch ewig ein Thema, das Mittelpunkt sozusagen. So ein bisschen, das blendet hier alle Leute weg, so war auch ein bisschen immer mein Gedanke, ne? So nach dem Motto immer die lauteste im Raum und so. Und dann habe ich, als ich mich wirklich mit diesem Schattenthema beschäftigt habe, habe ich mir die zum Beispiel wieder rausgenommen. Also ging es wirklich mehr bei mir um laut und Mittelpunkt sein und immer sich in den Vordergrund stellen und so. Und dann habe ich halt gemerkt, dass meine Eltern, also dass ich ja eigentlich auch so war, bis ich so 10, 11, 12 war. Aber mir wurde halt so suggeriert, ne, dass Bescheidenheit ist eine Zier und nicht weiter kommt man ohne ihr, sondern Bescheidenheit ist eine Zier. Halt dich hier mal zurück, ne? Muss nicht immer im Mittelpunkt stehen. Die anderen Kinder machen Sachen auch toll. Ja, wenn ich gekommen bin und gesagt, guck mal Mama, ich habe das schönste Bild gemalt. Pss, 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 sag sowas nicht. Sag das nicht. Und diese Kollegin von mir, von der ich da gerade rede, die ist halt immer angekommen und hat gesagt, sie hat die beste Arbeit von allen geleistet, ob es jetzt so war oder nicht. Und das hat mich geärgert. Ich merke ja bis heute, dass es mich anfasst. Aber das liegt nur daran, es fässt mich an, weil es was mit mir macht. Es hat was mit mir zu tun, weil ich es mir nicht erlaube zu sagen, toll, habe ich das jetzt nicht toll gemacht, Leute. Und so ist es genau bei dir. Such dir jemanden raus, eine Frau, an die hier, warum du dich wahrscheinlich im ersten Moment schon von der Karte getriggert gefühlt hast, als ich dir die gezeigt habe. Und überleg, was hat das mit dir zu tun? Was ist passiert in deiner Vergangenheit, wo dir jemand das Gefühl gegeben hat, du darfst das nicht sein. Das dürfen nur andere sein, aber du nicht. Du darfst nicht zufrieden mit deinem Körper sein. Und dann dreh das um. Sag dir, ich darf das. Ich darf hier genauso Präsenz zeigen. Ich bin toll, so wie ich bin. Es ist mir egal, was andere sagen. Und da werden sich ganz viele Sachen anfangen zu drehen. Und hier, ich habe ein tolles Herz, ich habe ein super Herz. Menschen sehen das. Menschen lieben mich für meine inneren Werte. Menschen lieben mich für meinen Charakter. Und ich bin sexy. Ich bin sexy, so wie ich bin. Das ist jetzt deine Affirmation. Ist gerade 33 Sekunden und 33 das Video. Ich gehe mir jetzt die Papageien angucken, mache das nächste Video und wir sehen uns zum nächsten Mal. Und hinterlasse mir doch bitte gerne ein Like oder ein Abo. Guck mal, jetzt tragen die was weg zusammen. Auf die orangenen Karte, das orangene Ding, was auch immer sie da gefunden haben. Ich habe keine Ahnung. Hinterlasse mir doch bitte, bitte gerne ein Like. Sieht man die? Ja, jetzt kribbeln sie aufs nächste hinauf. Abgefahren, so Ameisen, ne? Was die so alles bewegen können gemeinsam. Ne? Das ist immer hier gemeinsam schafft man Dinge. Glaub daran, dass andere Leute dich unterstützen werden. Glaub daran, dass das hier, die 3, haben wir ja auch gehabt, die 3 hier im Teamwork. Wo waren sie?
Da sind sie wieder. Vielleicht weißt du ja, wer die anderen beiden Menschen sind, die dich hier unterstützen könnten, Sachen möglich zu machen, an die du vielleicht gar nicht glaubst. Guck, da läuft einer hinterher, das ist der hier. Das ist der hier, der dann merkt, oh fuck, was ist mir da durch die Lappen gegangen. Jetzt muss ich mich aber beeilen, sonst ist die von jemand anderem hier okkupiert. Naja, jetzt höre ich mal auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo, Kartendeck Nummer 2, Bild Nummer 2. Du hast dir den Turm ausgesucht. Das ist, ja, das Türmchen wie sagt man denn? An der Klippe. Der Turm an der Klippe. Der Turm der Träume allerdings auch in meinem neuen Orakelkartenset. Wenn du das angeguckt hast, dir schon angeguckt hast, das Orakelkartenset, ich hoffe, es gefällt dir, schreib es mir bitte drunter. Ansonsten, das Bild kannst du dir auch anderswo runterladen, aber wir wollen natürlich heute gucken, was dieses Bild, das es dich so angezogen hat, für dich zu bedeuten hat. Und da wollen wir gleich einmal reingucken. Ich kann schon sagen, ich habe hier die erste Legung schon gemacht. Das sind natürlich so ein bisschen Triggerthemen, also Triggerwarnung. Unterbewusste Themen sind meistens Triggerthemen. Wir wollen natürlich aber auch wissen, für dich heute, was das denn alles zu bedeuten hat, warum da sozusagen, das hat auch oft mit inneren Blockaden zu tun, ne? Was du freisetzen darfst, was du angucken darfst hier, um die Dinge zu lösen, die dir gerade sozusagen, wo du dir selber gerade im Weg stehst. Achtung, jetzt nehme ich als erstes mal dazu eine von diesen Karten, die ich hier gerade so gezogen habe. Und dann gucken wir mal, was hier dann ein Thema sein könnte, was hier auftaucht. Und wenn hier einfach keine Karte fallen möchte, dann nehmen wir was anderes. Weil ich glaube, die kommen doch erst später. Ich soll eine von den Orakel der Göttinnen erst ziehen. Zum kleinen Turm, zum Türmchen, zum Traumturm. Da fallen sie schon. Die hatten wir neulich schon mal. Den Sieg, ich weiß aber nicht wo, vielleicht wisst ihr es noch. Dann haben wir den Stern und ja, die hatten wir eben gerade schon. Tatsächlich, also falls du dich auch von 1 angezogen gefühlt hast, dann ist das hier ein Zeichen. Die hier haben wir gerade, siehst du auf meinen Thumbnails, auf meinen Titelbildern, da kommt sie auch drin vor, falls du dich von ihr gerade besonders angezogen fühlst. Guck dir auch diese Legung an, aber jetzt gucken wir erstmal in diese Legung rein. Alle 3 Karten hatten wir auf jeden Fall schon vor einiger Zeit, aber wir gucken uns natürlich hier die Verbindung an. Also wir haben hier, ich kriege hier sowohl für die Sirona als auch für die Volupia rein, dass es hier für dich darum geht, dass du irgendeine Ziele erreichen möchtest. Das sehen wir auch mit dem Sieg. Hier hat ja auch die Eule der Weisheit dabei, ne? Das geht aber auch um Voranschreiten sozusagen, interpretiere ich die immer, an sich selbst glauben und an seine Zukunft glauben. Mit dem Stern natürlich auch an seine Träume glauben, daran glauben, dass man in diesem Leben was erschaffen kann, was auch Eindruck hinterlässt für dich selbst. Ne? Das muss nicht unbedingt immer für alle anderen Menschen auf dieser Welt etwas sein, was sie jetzt irgendwie auch erreichen möchten. Aber ich kriege hier rein, dass es für viele von euch ist, dass ihr eigentlich relativ hohe Ziele und Träume habt oder hattet in eurem Leben. Und wo ihr auch wirklich gerne sozusagen diese erreichen wollt, hier Lust, anders als davor beim ersten Kartendeck bekomme ich das hier mehr so rein als Lust, etwas zu machen, richtig Spaß an etwas zu haben, etwas mit voller Power zu machen und sich einfach sozusagen komplett dem hinzugeben, was man eigentlich gerne haben möchte in seinem Leben, gerne erreichen möchte, dass man diesen Traum hat davon, wirklich irgendwas Großes in seinem Leben zu erreichen. Ne, das Türmchen da an der Klippe, das ist auch so ein Traumturm sozusagen. Und wir gucken uns jetzt, ich ziehe eine noch von denen dazu, kriege ich rein. Gut, sie kommt auch schon sofort, na dann. Das ging schnell. Broken Arrow, embrace the energy of peace. Ja, also es geht hier darum, wahrscheinlich auch mit irgendjemandem Frieden zu schließen oder mit einer Situation Frieden zu schließen oder damit Frieden zu schließen, dass irgendwas bisher noch nicht so funktioniert hat, wie du möchtest, weil das wird, wie gesagt, vermutlich mit irgendwelchen unbewussten Blockaden, unbewussten Themen von dir zusammenhängen, die wir uns gleich genauer angucken werden. Hier geht es aber wirklich darum, auch um die Energie, mit anderen Menschen und mit sich selbst Frieden zu schließen und sozusagen die Themen
Zu sagen, ich habe das bis hierhin versucht, das funktioniert nicht, ich lasse es jetzt sein, ich drehe mich um und gehe, ich mache hier nicht weiter Krieg, ne? Sieg, Krieg, das hängt natürlich auch immer zusammen mit irgendjemandem, ne? Also ich werde hier gewinnen, indem ich an mich selbst glaube und für mich selbst einstehe, aber nicht dadurch, dass ich mich mit anderen in einem Streit befinde oder mit andere davon überzeugen muss, dass mir der Sieg hier zusteht, weil der Sieg, der wird mir zustehen. So, was genau wollen wir denn da nochmal wissen? So. Für den Turm, Karten aus dem Orakel, da fällt schon eine raus. Für den Turm. Gib mir bitte Karten für die Person, die den Turm genommen hat. Aha. Gib mir noch mehr Karten, die den Turm genommen hat. Da kommen sie schon alle. Ist aufgeflippt. Ah, fuck, nein, das sind ein bisschen sehr viele. Also welche auf meinem Schoß liegen geblieben. Die hier auf jeden Fall, okay. Oh. Noch einmal. Noch was für den Turm. Okay. Gucken wir uns doch erstmal die Karten an. Die hier, die ist auf meinen Schoß gefallen. Hier habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, die soll ich vielleicht mal hinlegen. Die hier ist dazu relativ zentral gefallen. Wir machen mal so, dass da auch alles hinpassen wird gleich. Und dann machen wir es mal so. Ich habe es von vorhin gesagt, für mich ist es gerade, für euch so nicht. Ich weiß, jetzt ist es für mich schief, aber das ist besser. Wir fangen hier einmal an. Wir haben hier zentral liegen für dich. Ich lege sie alle einmal zusammen. So kriege ich das gerade besser hin. Sind sie jetzt sehr witzig. Bei euch sind sie jetzt gerade, bei mir auf dem Tisch sind sie ehrlich gesagt in keiner parallelen Linie. So, also ich habe dich hier drinnen liegen, dass wir hier, also es fängt an mit den 3 der Stäben, das heißt, wir haben hier so eine wartende Energie darauf, dass sich Dinge ändern, daraufhin, dass, auch gerade weil sie umgedreht ist, dass du auch hier, es geht hier wahrscheinlich auch um so Arbeitsplatz oder mit dir selbst arbeiten, Dinge anders machen. Du hoffst irgendwie darauf, dass irgendwie das wäre nur gerecht, wenn sich Dinge ändern würden, wenn ich Angebote bekommen würde, wenn ich, ja, übrigens das, was hier im Hintergrund so rumquietscht, das sind Papageien. Papageien im Baum, nicht bei mir im Käfig. Also, wir haben ja so eine Tendenz drin, dass du darauf sehr wartest. Guck mal, sie guckt jetzt auch hier auf diese Karte rauf. Ne? Das ist hier die Gerechtigkeit auf Deutsch, Justice, Gerechtigkeit. Die guckt sich aber auch selbst im Spiegel an. Das ist die Nummer 11. Die Nummer 11 ist eine magische Zahl. Das ist die magischste Zahl überhaupt. Wenn du 11, 11, 11 siehst zum Beispiel, dann heißt das immer, dass das Universum dir was mitteilen möchte. Und sie guckt hier aber so auf sie halt hier drauf. Ne? Dann haben wir hier dieses Arbeitsthema auch drin liegen. Und sie ist halt immer so die auch so eine wartende, genau wie sie, das hat beides so eine wartende Energie von Dinge ändern sich einfach nicht, es wird einfach nicht besser. Das ist ungerecht, obwohl eigentlich geht es hier darum, dass du halt eben dein Thema anguckst, was wir hoffentlich gleich noch bekommen. Und dann haben wir hier noch diesen König der Stäbe drinnen liegen, der liegt auch umgekehrt. Du hoffst wahrscheinlich darauf, dass auch ein Mensch, ein Mann mit einer anderen Energie bei dir reinkommt, dass der sich halt ein bisschen männlicher zeigt, dass der mal sagt, was er will, dass er sich halt irgendwie mal dich nimmt sozusagen und sagt, hier, wir müssen mal reden, so geht das nicht, ne? So geht das nicht weiter, ich will dich, aber das passiert gerade eben einfach nicht.
Wir haben hier drin, das ist hier wirklich mit dieser Judgment-Karte, die wir hier drin haben, das ist das Gericht. Das geht darum, dass du, aber ich sehe diese Karte hier explizit in diesem Tarotkartenset, so wie sie auch modernerweise gedeutet wird. Hier geht es wirklich darum, dass man über sich, das Gericht, das bist du selbst, ne, dass du über dich selbst hinaus wächst. Das siehst du ja hier bei ihr. Das geht um spirituelles Erwachen. Es geht wirklich darum, dass du dich mit deinem höheren Selbst verbindest und halt mit der Energie verbindest, als mit der Person, die du gerne sein wollen würdest, also mit einer Vision von dir in der Zukunft, die eben diese Träume, die du hast, die wir hier am Anfang gesehen haben, auch verwirklicht hat. Ne? Wie tritt diese Person auf? Was zieht diese Person an, die du dann bist? Wie redet diese Person? Wer ist an ihrer Seite? Das sind Fragen, die du dir stellen darfst. Wir haben hier drinne die 7 der Kelche auch, also diese Karte von man kann sich nicht so wirklich entscheiden, was soll man denn jetzt tun. Na, also wir haben hier eine Situation drin, in der du einfach nicht so richtig weißt, wie es weitergehen soll, ob du jetzt handeln sollst, ob du nicht handeln sollst. Gleiche hier mit den 5 der Pentacles, ne? So nach dem Motto, du siehst den Wald vor lauter Bäumen gar nicht mehr, weil eigentlich ist es eigentlich gar nicht so schwer, um es dir mal so zu sagen. Da die Lösung, die liegt mal so salopp und plump gesagt in dir. Der Schlüssel, der ist eigentlich in deiner Reichweite, aber du siehst ihn gerade gar nicht, weil du dich viel zu sehr darauf konzentrierst, was gerade alles nicht passiert, was du dir wünschen würdest. Statt dich darauf zu konzentrieren, ne, das haben wir auch immer in ihr hier drin, statt dich darauf zu konzentrieren, tatsächlich dich mit dem zu verbinden, was du denn erreichen willst. So, und auch wirklich sozusagen Schritte in die Richtung zu gehen und nicht darauf zu warten, dass andere Leute Schritte in deine Richtung machen. Warte mal, die passt auch noch hier hin. Nein, passt sie nicht. Da haben wir nämlich jetzt nochmal den Wagen umgedreht gesehen. Also das, was ich dir sage, wenn du gerade hoffst, dass hier irgendjemand zu dir herbeieilt oder dass hier Jobangebote reinfliegen, dass Dinge sich jetzt irgendwie verändern, weil du das jetzt so willst, aber wird das nicht passieren, weil wenn du dich weiterhin sozusagen zu sehr darauf konzentrierst, was du alles nicht hast, ist es sehr schwer für das Universum, dir Fülle zu bringen mit rasender Geschwindigkeit. Auch wenn du jetzt vielleicht das gerne hättest. Achso, das war die Karte, die runtergefallen war. Die war eigentlich nur so eine Hinweiskarte, aber deswegen lege ich sie jetzt mal hier daneben gleich, auch wenn sie eigentlich gar nicht dran war. Sind die, du siehst sie auch gar nicht. Na gut, dann lassen wir sie erstmal weg, ne? So, guck mal. Dann habe ich hier drinnen liegen nur gute Karten zum Thema Liebe. Bum, bum, bum. Siehst du das alles? Ja. So. Also, wir haben hier durchaus drinnen liegen, dass du hier jemanden in deinem Leben hast, wahrscheinlich schon, vielleicht sogar dieser Mensch, dem du einfach irgendwie auch nicht so richtig zutraust, dass er hier der starke Mann für dich sein kann, weil du immer nur siehst, was er alles nicht macht und was er alles nicht kann und wie er nicht auftritt. Und vielleicht war der am Anfang mal hier so total so aktiv und jetzt ist er halt so ein bisschen stagnierend, aber die stagnierende Energie, die wird sich nicht ändern, wenn du dich darauf fokussierst, dass er eine faule Sau geworden ist zum Beispiel. Kommt mir jetzt so rein, Entschuldigung. Weil ein oder andere ist das die Wortwahl gewesen. Gerade, oder? In deinem Kopf. Sag, wer es war. Hier haben wir die 2 der Kelche liegen. Hier auch unter dieser Energie von Warten. Ne? Das ist halt auch ein bisschen hier mehr repräsentiert als die Hoffnung, die aber auch weiterhin dadurch blockiert wird, hier mit diesem Gedanken, nicht gut genug zu sein. Also eigentlich hast du nämlich, glaube ich, schon extrem viel Liebe, von der du gar nicht weißt, dass sie da ist, in deinem Leben. Du hast hier auch diese Liebenden liegen. Da ist durchaus schon eine Person in deinem Leben. Ich nehme an, das ist die Person, die hier repräsentiert wird, die eigentlich wirklich gerne an deiner Seite sein möchte, die sich eigentlich wirklich gerne auf dich einlassen würde, die auch wirklich eigentlich gerne der starke Mann für dich sein würde. Aber da du diese Person immer in einem sehr negativen Licht im Moment siehst, wüsste diese Person auch gerade gar nicht, wie sie auf dich zugehen sollte oder was sie noch anders machen kann.
Diese Person wiederum macht sich gerade extrem viele Gedanken dazu, dieser Mann, also der zieht das sich auch sehr rein im Sinne von, ich mache alles falsch. Ich mache es ihr nicht recht, ich bin sowieso nicht gut genug für sie. Und das wiederum blockiert dann auch diese Person, hier in seine Stärke zu kommen und auf dich zuzugehen. Du bist selber hier wieder repräsentiert als die Königin der Stäbe, umgedreht gesehen. Das heißt, du gehst auch nicht in die Handlung, du gehst auch nicht auf diese Person zu, du bist auch nicht so richtig in der Energie gerade, dass du wirklich Lust hast, Sachen zu ändern, Sachen anders zu machen. Du hast die Kraft dazu, ne? Du hast sie ja hier liegen, die Königin der Stäbe. Du hast die Kraft dazu, Situationen umzudrehen, indem du, du siehst ja diese Handlung auch hier so von ihr. Die hatten wir vorhin schon mit drin, mit ihr hier auch. Ne? Die haben halt so eine gleiche Energie. Das ist so, ich mach das, ich kann das. Ich bin hier Meisterin meiner Realität. Ich bin die Meisterin meiner Realität. Ich ziehe meine Realität ins Leben, so wie ich sie haben möchte. Ich habe die Kraft dazu. Ich bin gut, so wie ich bin. Woo! Ne, so, hier, Energy Flow, komm zu mir. Only good things happen to me. Diese Energie sollst du wieder bekommen. Und hier aus deinem Herz, du bist eine sehr, sehr herzliche Person. Ne? Entschuldigung, die quietschen hier weiterhin rum. Ich weiß, dass sich hier wieder Leute ärgern und über sowas beschweren. Papageien kann man nicht abschalten. Ich kann die Tür zumachen vielleicht. So ist besser, ne? Hey, jetzt quietschen sie von der anderen Seite weiter. Ups. So. Also die Königin der Kelche ist natürlich eine super Karte. Ne? Die Königin der Kelche bist natürlich auch du. Das heißt, du kannst von Kraft deines Herzens her mal manifestieren. Wenn du im Moment gar nicht so in die Kraft kommst, darum geht es wahrscheinlich auch hier, wenn du im Moment nicht so richtig sozusagen körperlich in die Kraft kommst, dich nicht so richtig aufraffen kannst, Dinge anders zu machen hier, ne? In diese Energie zu kommen. Von ich glaube an mich, ich kann das, ist alles super, ich stehe jetzt auf, ich mache jetzt ein Workout, ich fühle meinen Körper, heute Abend gehe ich hier zu einer Kakaozeremonie, so danach mache ich noch ein bisschen hier Bikram Yoga. Wenn du einfach das gerade so gar nicht in dir fühlst, ist das nicht schlimm, gar nicht schlimm, mach dir keine Sorgen. Dann ist hier wirklich die Aufforderung von dich, dass du wieder dich mit deiner Herzensenergie verbindest, dass du zu Hause bist, dass du ein langes Bad nimmst, dass du dir ins Herz reinfühlst, was du dir von Herzen wünschst, dass du an Menschen oder Tiere denkst, die du wirklich liebst und aus dieser Energie heraus fühlst und in dein Leben ziehst, was du dir wünschst, nämlich hier diesen Erfolg. Und und dieses mit dem Make Peace, das glaube ich wirklich hier auch verbunden auf diese Situation, die du vermutlich mit einem anderen Menschen hast, ob das jetzt ein Liebespartner ist oder nicht. Ich glaube, für die meisten von euch ist es ein Liebespartner. Du weißt auch ja nicht, wie es mit dieser Person weitergehen soll und so. Die Person weiß es aber gerade auch nicht. Dann haben wir hier halt mit diesem Embrace the Energy of Peace nochmal. Wirklich mach damit erstmal Frieden, sag, es ist okay. Wenn sich das im Moment nicht ändert, ist das gut so. Ich kann für mich alleine sein, alles ist gut. Ich weiß, hier ist Liebe vorhanden. Hier ist wirklich Liebe vorhanden. Haben hier auch die 5 der Stäbe, ne? Das ist immer so, hier so hochkraxeln sozusagen, hat auch manchmal mit zu tun mit Konkurrenz, ne? Wieder dieses nach dem Motto, sich ausgebremst fühlen, aber eigentlich geht es wirklich darum, dass man zusammenhalten sollte, dass man zusammenhält. Und dieses ganze, irgendwie so, diese ganze geblockte Energie hier, ne? Da hast du ja auch dieses so, sie sitzt in Frieden da und meditiert, sie hat hier irgendwie die Kraft, die Kraftzentren sind aktiviert, aber trotzdem wird die von unten gepiekt und hier piekt sie sogar richtig in ihre Blase rein, in ihre Energieblase sozusagen. Die hat ja sie füllt wieder ihre Energie und darum geht es auch, ne? Die Energie wieder fühlen. Also du meditierst und dann kannst du dir so richtig vorstellen, wie sich um dich herum eben so eine Energieblase bildet, so ein Energieball, der dich auch beschützt, ne? Dass der dein Energiefeld auffüllt, sodass du auch nicht so leicht angreifbar bist, wenn du dich angegriffen fühlst von anderen. Darum geht es hier gerade ganz viel bei dir. Lass uns aber noch ein bisschen genauer reingucken. Ne? Jetzt können wir ja die nehmen. Achso, ja, warte mal kurz.
Das haben wir hier auch noch drin. Das ist noch das, was wir vorhin schon gesehen haben. So ein bisschen die Aufforderung tatsächlich, dass du rausgehst und auch das Leben, ne, was wir hier vielleicht im Moment noch nicht so einfach fällt für dich. Aber dass es eigentlich wirklich wichtig für dich wäre, dass du auch wieder rausgehst und am Leben teilnimmst. Ne? Wenn du zu irgendwas eingeladen wirst, geh hin. Einfach, dass du dich wieder richtig, dass du dich gut fühlst. Mit dir selbst, mit Freundinnen vielleicht. Ja, das ist eine 4 der Schwebekarten, ist natürlich auch nochmal hier die 11-11-11-Karte, ne, wo ich vorhin über die 11 geredet habe, kriege ich gerade rein. Ne? Das, also wenn du eine Einladung von irgendwem bekommst, guck auf die Uhr oder nimmst als Zeichen, dass du wirklich hingehen solltest, damit du dich wirklich wieder gut fühlst, weil da kann dann wahrscheinlich auch einiges Gutes passieren. So, warte. Dann haben wir hier, was? Aha, wir haben hier die Zerstörung des Tempels und aber auch die Sonne. Also wirklich, hier muss was zusammenbrechen. Ich glaube, wir liegen hier in erster Linie in eurem Kartendeck über eine andere Person, um ein Beziehungsthema mit jemandem. Das kann natürlich auch immer ein Freund sein, Familienmitglied sein, aber für die meisten von euch ist, glaube ich, eine Liebesbeziehung, die hier sehr ins Stocken geraten ist oder von der gerade, ne, wo man sich kennengelernt hat und der meldet sich einfach nicht. Also irgendwas, was einfach sich gerade gar nicht weiterentwickelt. Und hier auch, ne, du hast ja auch so das Türmchen auf dem Ding genommen, auf der Klippe. Aber der Turm auf der Klippe, der stürzt nicht zusammen. Das ist das Wichtige. Das ist zwar wie der Turm, aber der stürzt nicht zusammen. Weil sozusagen, wenn du daran glaubst, dann wird es auch nicht zusammenstürzen. Das ist mir ganz wichtig hier nochmal zu sagen. In Anbetracht des Bildes, was du dir genommen hast. Nicht an Anbetracht dieser Karte. Die Zerstörung des Tempels, der Turm generell, der steht natürlich auch immer dafür, dass Sachen manchmal zu Ende gehen müssen, damit sie sozusagen wiedergeboren werden. Also manchmal ist das wichtig, hier auch in den Streit zu gehen mit jemandem und jemandem zu sagen, was man wirklich möchte und was man sich wirklich erträumt und was man sich wirklich wünscht vom Leben. Sowohl in einer Beziehung als auch generell vom Leben. Ne? Wenn du noch ganz andere Pläne hast, was zu machen und die Person zieht da aber nicht wirklich mit, aber die, ne, hier auch mit diesem umgedrehten Wagen, die zieht hier nicht mit dir, die springt nicht auf dem Wagen auf und prescht mit dir nach vorne, die weiß ja vielleicht gar nicht, dass sie das tun sollte. Ich glaube, du hast hier ein bisschen die Tendenz, von jemandem irgendwas zu erwarten und der weiß gar nicht, was er tun soll. Der ist total überfordert von dem, was hier eigentlich gerade Sache ist, warum du sozusagen so frustriert mit ihm bist. Und das wird hier ganz klar, dass das ganz wichtig ist, dass ihr hier auch ins Gespräch geht, auch wenn das ein Streitgespräch wird, dass du wirklich für das einstehst, was du willst und aber nicht mit so einer Frustration daran gehst, du machst nie dies, du machst nie das, du machst nie tralala, das nervt mich, du bist ein fauler Sack, sondern halt eben, dass du dich wirklich von dieser Herzensenergie kommst und sagst, pass auf, ich persönlich wünsche mir von meinem Leben das und das, ich wünsche mir in meiner Beziehung dies und dies, ich wünsche mir von meiner Zukunft, dass ich jemanden habe, der das und das für mich macht, wo ich mich sicher und geborgen fühle, wo ich leben kann, wer ich bin, wo ich mich nicht eingeengt fühle oder vernachlässigt oder was auch immer und nicht mit dem Finger darauf zeigen. Ne? Also wirklich das hier nochmal mit dieser Karte auch reinbekommen, weil dann haben wir hier, ne, das ist hier so aus dem Tarot, das heißt die Sonne, ne, die haben wir auch im anderen Tarot, aber in diesem Tarot steht diese Sonnenkarte auch gleichzeitig für die Liebe. Ne? Das ist so, siehst du ja, die beiden halten sich Hände und stehen so vor der Sonne und gucken sich an. Das ist die Liebeskarte in diesem Tarot. Und dann kommen halt auch wieder hier die sonnigen Zeiten auf dich zu. Ne? Ihr werdet euch hier wieder in Liebe verbinden, weil zwischen euch beiden sind ganz viele Gefühle, auch wenn sich das im Moment gerade gar nicht so richtig anfühlt wahrscheinlich. Also, warte mal, wo ist das Buchlein? Ich will nicht vorlesen, was beim Tempel steht. Wo ist der denn da? Guck mal, das ist auch sofort da. Schrankenloser Ehrgeiz und seine Folgen. Eine verlorene Illusion, Unwissenheit führt zu knechtsam, heilsame Zerstörung. So, und dann, ich lese nicht alles vor, da steht zu viel, ne? Das Licht ist ein heiliges Feuer, das die Natur dem Willen zur Verfügung gestellt hat. Es erleuchtet die starken Seelen und vernichtet die anderen. Achte auf deine Handlung und auf deine Worte. Tu nichts und sage nichts, ohne vorher dein Gewissen gefragt zu haben. Wir sind nur Werkzeuge. Versuchen wir nicht, anstelle der kosmischen Kräfte zu handeln, die uns den Weg weisen. Das Gesetz wird uns erbarmungslos zur vorbestimmten Ordnung unseres Schicksals zurückbringen.
Diese Karte kündigt die Zerstörung des Bestehenden an. Dieses erweist sich als notwendig, um die Situation endgültig zu bereinigen. Wir müssen lernen, bekannte Situationen und gewohnte Verhaltensweisen, an denen wir festhalten, aufzugeben und uns nicht unnötig gegen den Wandel zu wehren. Für einige bedeutet die Zerstörung des Tempels lediglich ein momentanes Unglück, für andere ist das eine Katastrophe. Wieder einen Neubeginn finden zu müssen, verheißt aber auch eine Chance. Es gibt Prüfungen, die solchen Kummer in uns verursachen, dass die Seele weint. Andere hingegen wirken befreiend. Alles hängt von der jeweiligen Konstellation ab und den Fähigkeiten, Menschen zu verstehen. In jedem Fall muss der Fragesteller angesichts dieser Karte daran arbeiten, sein Inneres im Griff zu bekommen. Er muss mit Bewusstsein und Würde handeln. Und jetzt lese ich euch die Sonne vor. Ne, weil das führt dazu. Es ist nichts Schlimmes, es wird dir nichts Schlimmes passieren, weil das die Lösung ist ja sozusagen dann die Sonne. Also das hier muss gehen, das muss einmal sozusagen hier, runtergebrochen werden, damit ihr hier wieder in also eine liebevolle Gemeinsamkeit kommen könnt. Wohlverdienter Erfolg, eine erneute Chance, das Ende der Sorgen. Diese Karte ist das Sinnbild der schöpferischen Kraft. Das Licht der Sonne ist nicht wie das Licht des Mondes fahl und gespiegelt. Die Sonne schickt ihr Licht direkt auf die Erde. Dieses Licht wirkt auf zweifache Weise. Es schafft Helligkeit und es wärmt. Die Sonne ist der Himmelskörper des Lebens. Deshalb wurde sie in den alten Zivilisationen auch verehrt. Durch verschiedene Rituale versuchte man, ihre Wohltaten zu erlangen. Dann gehen wir mal weiter nach hinten. Ich lese immer da, wo ich das Gefühl habe, ich soll lesen. Die Energie, da müssen wir vorher anschauen. Wir wissen, das liegt daran, dass die Sonnenenergie unser Verhalten bestimmt. Wir wissen das sehr wohl. Wir sehen es an der jeweiligen Laune, die sich jeden Morgen bei uns einstellt, wenn wir das Fenster öffnen. Konkret stellt diese Karte das Glück auf Erden und eine schöne Entfaltung dar. Die Energie, die diesen Zustand des Wohlbefindens erschafft, ist eine Lebensspende und insofern eine materielle Energie. Das heißt, man soll die Freuden, die das Leben bietet, genießen. Dabei darf man aber nicht in Oberflächlichkeit verfallen. Jedes Glück im Leben ist zeitlich begrenzt und hat einen schicksalhaften Grund, nämlich den, uns zu ermutigen, unseren Weg fortzusetzen. Die Sonnenkarte eröffnet eine neue Chance. Jede erfolgreiche Vollbringung ist das Werk sonnenhafter, kreativer Energie. Die Sonne wird den Fragesteller in eine aufgeschlossene Haltung durch die schöpferische Kraft unterstützen. Er hat alle Elemente der Situation ehrlich und gewissenhaft geprüft. Also du sollst hier sehr, sehr ehrlich sein mit dem, was du fühlst, ohne halt hier in irgendeine Angriffsposition zu gehen. Und dann wird sich das alles hier für dich klären. Das ist, glaube ich, das eigentlich wirklich, wirklich Wichtige, was du heute erfahren solltest. Du darfst sozusagen auch daran glauben, du darfst auch an diese Liebe glauben. Wenn es wirklich hier um einen speziellen Menschen geht, dann ist das, glaube ich, hier sehr geprägt bei euch beiden gerade von Missverständnissen und Frustration. Und die sind eigentlich wirklich total unnötig. Also wenn es hier für dich eine Ja- oder Nein-Frage war zu dieser Person, dann ist das hier weiterhin ein Ja für diese Person. Aber Dinge müssen und werden sich ändern. Und du änderst Sachen im positiven Sinne, indem du hier von deinem Herzen her kommst, indem du nicht irgendwie sozusagen, indem du hier vom Herzen wieder dir wünscht und auch vom Herzen darauf zukommt, dass ihr euch beide die Hand gebt und dass ihr hier wieder in Liebe miteinander redet und indem man auch dem anderen nicht ständig das Gefühl gibt, er wäre nicht gut genug. Und wenn du das Gefühl hast, du bist diejenige, die immer nicht gut genug ist, dann kommuniziere das. Aber kommuniziere es von Herzen. Du darfst auch gerne, weine lieber, als dass du irgendwie Porzellan zerbrichst. So, das kriege ich hier noch rein. Aber glaube an dich, ne? Auch was alle anderen Themen angeht. Du hast hier die Karte Sieg, ich glaube, das ist hier nochmal mit der Sonne gleich am Anfang, das ist hier alles von oben geführt. Du wirst hier sozusagen, das ist einfach eine Herausforderung an dich selbst, über dich selbst hinauszuwachsen, auch mit dieser Karte nochmal, über dich selbst hinauszuwachsen und an dich selbst zu glauben und aber auch für das einzustehen, was du wirklich möchtest und was du wirklich willst. Und das auch so zu vertreten, wie hier halt so eine Kriegerin. Ne? Die ist schon eine Kriegerin, aber eine Kriegerin von Herzen und eine Kriegerin mit Frieden. Und das bist du auch. Ich wünsche dir alles Gute. Wenn es dir gefallen hat, dann sei bitte so lieb und hinterlasse mir auch einen Daumen nach oben.
Hallo Nummer 3, du hast dir das Bild mit dem Wal ausgesucht. Der Wal war auch in meinem allerersten Version die letzte Karte, also sowas wie die Welt. Das heißt, dass man, ja, das ist tatsächlich, hat mit Traumerfüllung zu tun. Das hat auch viel, ich finde, diese Karte sieht allerdings auch wirklich sehr aus, als wäre es ein Traum oder dieses Motiv. Wie also ein Traummotiv, ja, mit diesen ganzen anderen kleinen Walen, auch noch die oben sind. Und halt, ne, so dieses Abtauchen in die Ozeane der Träume. Gucken wir mal, was das mit deinem Unterbewusstsein zu tun hat. Ich habe es den anderen schon gesagt, was im Hintergrund so quietscht. Guck mal, hier kommt gleich die Hohepriesterin für dich. Ich bin noch nicht mal richtig angefangen. Das sind tatsächlich Papageien im Baum. Die kann ich nicht abstellen, die sind im Baum. Wow. Was spielt dich unterbewusst hier eine Rolle? Was ist wichtig für dich zu wissen? Du hast dir den Wal ausgesucht, deine unterbewussten Themen. Manchmal kann es ein bisschen triggerig werden, aber das sehe ich hier gerade nicht zu kommen. Unbewusste Themen, die jetzt eine Rolle spielen für dich. Worum geht es hier bei dir? Du hast dir den Wal ausgesucht. Was darfst du jetzt erfahren? Ups. Oh. Also das gesehen, jetzt kommen alle Karten einmal so plom runtergefallen. Na gut, dann machen wir das so. Jo. So. Also wir haben als erstes für dich die Hohepriesterin. Ja, die repräsentierst du natürlich selbst. Ich folgere daraus, dass du dich tatsächlich schon mit deinen unterbewussten Themen auseinandergesetzt hast, dass ich dir jetzt nicht viel Neues erzähle, wenn ich über so Wörter rede wie Manifestation, Dinge ins Leben ziehen, Meditation, drittes Auge öffnen. Da langweile ich dich wahrscheinlich gerade zu Tode, wenn ich da jetzt eine lange Rede drüber halte, weil ich denke, das weißt du schon alles und das machst du schon alles. Das wird hier als erstes schon mal angezeigt, so nach dem Motto, du bist dir deiner unterbewussten Themen, vieler deiner unterbewussten Themen durchaus bewusst. Du versuchst auch, sie zu transformieren und in Heilung zu gehen, nehme ich an, aber da werden wahrscheinlich immer noch Themen sein, die du noch nicht richtig angeguckt hast. Ja, gucke mal. Da fangen wir auch hier gleich schon an mit den 7 der Schwertern und dem Mond daneben. Du hast, glaube ich, relativ viele Karten aus der großen Arkana, wie ich das gerade eben schon gesehen habe, was ich zumindest erspickt habe schon. Der Mond ist nämlich auch nochmal große Arkana. Das geht natürlich um die unbewussten Themen und deswegen ist es jetzt kein Wunder, dass sie auftaucht. Sie ist auch schon in der ersten Legung ziemlich präsent gefallen. Kein Wunder, denn es ist die Karte, die fürs Unbewusste geht. Es geht darum, mit seinem Unbewussten in Kontakt zu treten, einzutauchen, auch ja, in die Themen der Kindheit zum Beispiel, warum man so ist, wie man ist, warum man die Emotionen hat, die man hat. Mit den beiden Wölfen kriege ich hier auch bei dir wieder sehr rein, dass es hier auch vielleicht um Beziehungsthemen geht, ne? Was man nicht zusammen ist, dass man auseinander ist. Dass du versuchst, hier die Liebe in dein Leben, weil einige von euch auch zurück zu manifestieren, kriege ich rein. Für andere natürlich irgendwie die Frage, warum das immer nicht so richtig funktioniert. Aber hier haben wir mit den 7 der Schwerter natürlich schon den ersten Hinweis darauf, dass hier Sachen sind, dass du, ja, dass du da vielleicht Dinge dir, ja, ich sag's jetzt einfach mal so, ein bisschen zu einfach machst. Ja, weil das ist ja so die Karte so in der dunklen Nacht davon schleichen. Ne? Ich mache es jetzt irgendwie, ich mache es zwar auf meine Art und Weise, aber die ist vielleicht nicht immer sauber. Also wisst ihr vielleicht ein bisschen, auch ein bisschen tricksen, mit was auch immer. Zum Beispiel mit Magie oder sowas. Also nichts gegen Magie. Ne? Ich mache hier auch jetzt zum Beispiel meine Dingerchen so, aber mal sei immer vorsichtig, wenn du irgendwie versuchst, andere Leute zu verzaubern oder irgendwie sowas. Ne? Sowas ist zum Beispiel, sind natürlich schon Beispiel so, würde ich jetzt als Tricksen bezeichnen oder generell versuchst irgendwie aus einer Situation gerade irgendwie so rauszukommen. Kann ja auch eine Arbeitssituation sein oder so eine Liebschaft, die man eigentlich in einem irgendwie mittlerweile gar nicht mehr so zuträglich ist. Ja, da geht es ein bisschen darum, sich hier aus irgendwas so schnell wie möglich rauszubewegen.
aber vielleicht nicht unbedingt auf die, ja, ich sag's jetzt mal, feine englische Art. So ist ja mir so nach dem Motto so ganz lieb, wenn morgen ein Anruf kommt, dass ich nach Los Angeles ziehen kann, dann setze ich mich in den Flieger und wenn ich da bin, sage ich dem dann, dass es zu Ende ist, Energie. Oder dass es dir gerade passiert mit jemand anderem. Das kann natürlich auch noch bei einem oder anderen der Fall sein und du verstehst jetzt gar nicht, wie das sein kann, da du ja schon relativ viel Heilungsarbeit und so weiter gemacht hast. So, warte mal ganz kurz, mir was zu trinken holen. Mein Getränk steht in der Küche. So, da bin ich zurück. Ich habe es nochmal ein bisschen besser hingelegt schon mal, dass wir hier mehr Platz haben. So, was geht denn hier weiter? Guck mal, wir haben hier einen König der Schwerter drin liegen. Ich habe dann noch den Gehängten hier drin liegen und den König der Kelche. Und damit bin ich mir relativ sicher, dass es hier für die meisten von euch um Liebesangelegenheiten geht, über die wir hier reden, die hier wo dein unterbewusstes Thema eine Rolle spielt. Wir haben hier den König der Schwerter und den König der Kelche. Dazwischen haben wir den Gehängten. Der Gehängte erstmal. Der Gehängte steht dafür, dass hier Stillstand eingetreten ist, in den meisten Fällen. Aber dieser Stillstand, der dient eigentlich dazu, nämlich hier haben wir ja auch deine hohe Priesterin, dass du mit dir selbst in die Erleuchtung gehst, dass du dass du spirituell wächst. Der König der Stäbe, der repräsentiert immer den Mann, der sich unnahbar zeigt, der vielleicht auch einfach nicht mehr da ist. Ich kriege so ein bisschen rein hier der schwarze Wolf. Dann haben wir hier den König der Kelche. Das ist wahrscheinlich entweder die Person, die ist entweder eine komplett andere Person für die eine oder für andere von euch. Dann spielen hier zwei Männer eine Rolle in deinem Leben. Die andere Person ist eher eine weichere Person, die auch durchaus vielleicht auch schon ein bisschen spirituell ist, der gerne, gerne kocht zum Beispiel, vielleicht auch sogar backt. Aber ich glaube, für die meisten von euch sind es nicht zwei unterschiedliche Personen, sondern das ist sozusagen, du hängst hier in der Mitte, also für die einen oder anderen hängst du in der Mitte zwischen zwei Männern. Für die andere, für die das eine und dieselbe Person ist, heißt das, dass du eigentlich, dass dieser Mensch sozusagen hier, der hat das, was vielleicht hier diese Energie von sich davonschleichen, was hier so in der Vergangenheit liegt, auf unangenehme Weise nicht mehr erreichbar sein und du denkst eigentlich immer noch an den und möchtest den gerne hier mit der hohen Priesterin zurückmanifestieren in dein Leben als eben eine herzliche Person, die auch für dich da ist. Ich weiß nicht, die liegt hier und das ist hier 4 der Stäbe. Das aber umgedreht gesehen, die 4 der Stäbe, da haben wir hier drinnen liegen, dass sich hier aktuell sozusagen kein Treffen zwischen euch ankündigt, wenn ich das so sage. Wenn du gerade irgendwie irgendwo eingeladen bist und hoffst, dass diese Person da erscheint, wird sie es vermutlich nicht tun. Was trinken? Entschuldigung. Warte, das siehst du sie wieder nicht so gut, die Karten. Und dass wieder das Gleiche ist. Ich habe auch die Kamera noch mal ein bisschen anders gemacht. Ich sehe es ja selber nicht so richtig gut. Die sind natürlich jetzt kameraschief. Ein bisschen, das sieht bei euch aber gerade aussehen, ist mir lieber. So. Also hier bahnt sich auch kein Treffen gerade an, so manifestationstechnisch, falls du das hoffst. Aber wir haben hier die Welt bei dir drinnen liegen und die Welt darunter ist auch wirklich, das ist für dich gerade ein Zyklus. Auch wenn du das dir hoffst, dass sich da gerade Sachen ändern und du das auch gerade manifestierst, mach dir keine Sorgen, alles kommt zur richtigen Zeit, zum richtigen Ort. Aktuell ist das nicht der Fall, weil im Moment geht es für dich darum, dass du persönlich darüber wächst, innerlich wächst, spirituell wächst, meine ich damit wirklich. Dass du erkennst, was das mit deinem eigenen Leben zu tun hat, was du in deinem eigenen Leben erreichen möchtest und dass du sozusagen hier mit der Welt, das ist ein Zyklus, der zu Ende geht, die geht sozusagen durch ein Portal mit Kraft deiner Gedanken, indem du dich darauf fokussierst, was du willst. Das ist im Moment wichtig, dass du bei dir selber bleibst und das wird dich sozusagen dann durch dieses Portal heben auf eine andere Ebene, in eine andere Zeitlinie, in der Dinge sich auch anders entwickeln werden. Aber es ist wichtig für dich gerade, dass du dich wirklich weiter mit deinem Unterbewussten beschäftigst, mit deinen negativen Glaubenssätzen und dass du dir wirklich diese Zeit für dich selber nimmst. Dann wirst du auch wissen, sozusagen, wer oder was richtig für dich ist.
Haben hier auch den Buben der Schwerter drin liegen. Auch das, ne, nochmal hier so eine Erleuchtung mit drin, mit diesen kleinen Glühbirnen, die um sich hatten, die Vögelchen. Das sind 2 Vögelchen. Ne, lerne auch mehr. Relais ruhig noch mehr über zum Beispiel negative Glaubenssätze, aber hier auch über Liebesthemen. Ne? So Sprachen der Liebe oder ja, über Beziehungen an für sich. Also hier geht es wirklich darum, dass du dein Wissen erweiterst, damit du dann auch darauf vorbereitet bist, wenn du das manifestierst, was du dir wünschst, dass das auch so passiert, wie du es dir wünschst und nicht, dass du dann doch wieder überfordert bist von Emotionen zum Beispiel. Und das ist wichtig für dich, dass du das jetzt erstmal in Angriff nimmst. Wir haben dann hier den Ritter der Schwerter, das heißt, hier wird durchaus, ne, das ist der Ritter der Schwerter, der König der Schwerter, ein und dieselbe Person. Diese Person wird auf dich zukommen, früher oder später. Nicht heute, nicht auf dieser Feier oder was auch immer oder irgendwelchen Events, die du in nächster Zeit gehen könntest oder denkst, du könntest da hingehen und dann ist der vielleicht da oder dass der jetzt hier mit einem Heiratsantrag um die Ecke kommt, ne, das ist auch, können auch mal 4 der Stäbe sein. Das wird nicht passieren. Es geht darum, dass du jetzt bei dir selber bleibst. Und wenn du bei dir selber bleibst, änderst du die Energie auch bezüglich dieser Person, indem du dieser Person gar nicht mehr so viel Energie schickst. Weil manchmal ist das mit dem manifestiere Liebe in dein Leben. Ich habe dazu ja selber ganz viele Videos gemacht auf meinem anderen Kanal, Deine Reise ins Glück. Irgendwann muss man damit aufhören und es gehen lassen. Ne? Das Universum liefert immer dann, wenn du es loslässt, wenn du nicht mehr dran denkst. Also meine Nachrichten kamen meistens, Katze macht jetzt Lärm, kamen meistens genau dann, wenn ich sozusagen, wenn ich mein Handy zum Beispiel zu Hause vergessen hatte, ne? Und auch nicht mehr dran gedacht hatte und einfach nur einen netten Abend hatte. Und dann nach Hause kam, was macht ihr da? Und da nach Hause kam und dann Handy wieder angemacht hat und plötzlich war die Nachricht da, auf die ich die ganze Zeit schon gewartet habe. Der Magier, ne, wie gesagt, hier haben wir nochmal den Magier zur Hohen Priesterin, die andere magische Figur im Kartendeck, die halt wirklich es geht hier wirklich darum, ne, hier haben wir das Wasser, da haben wir das Wasser, beim Mond haben wir das Wasser. Ich sehe das Wasser immer sozusagen wirklich als auch, und das steht wirklich für unser Unterbewusstsein, für die Tiefen in uns selbst und dass wir uns mit den Tiefen unseres Selbst verbinden und mit den Tiefen unseres Selbst verbinden wir uns dann wieder mit dem Universum und die Energie kommt dann wieder zu uns zurück. Dann haben wir hier auch den Hierophanten drin, was wie gesagt echt relativ viele Karten aus der großen Arkana hier drin liegen. Der Hierophant, der steht durchaus für Verbindung, also nicht für karmische Verbindung, sondern für kosmische Verbindung, wenn du so möchtest, spirituelle Verbindung in dir selber, ne, dass du selbst deinem spirituellen Weg folgst. Kann aber durchaus auch stehen für eine Verbindung mit einem anderen Menschen, was sich hier durchaus abzeichnet, weil wir jetzt noch die 10 der Stäbe hereinbekommen. Also deine Manifestation, und guck mal, und die liegt direkt unter dem König der Kelchen, also so wie du es dir wünschen würdest, diese liebevolle Beziehung, dass hier wirklich dir jemand in Liebe begegnet und für dich da ist und mit dir gemeinsam was aufbauen möchte. Das haben wir hier durchaus drin liegen und das kommt halt, das wird auch alles kommen. Du musst dem Ganzen nur ein bisschen Zeit geben und es ist auch wichtig, dass du es loslässt und einfach daran glaubst, dass dass das Universum dir alles zur richtigen Zeit bringen wird. Und dann wird diese Person sich ganz einfach energetisch sowieso wieder in deine Richtung bewegen. Oder eine andere, ne? Wenn du den nicht mehr willst dann. 8 der Münzen haben wir dann hier noch drin liegen, umgedreht gesehen und dazu habe ich noch, weil ich lege sie gleich dazu, weil sie irgendwie für mich jetzt auch gerade dazu gehört, aber man sieht sie nicht so richtig, dann haben wir sie doch wieder hier hin. Die 5 der Münzen, ne? Hier arbeitstechnisch haben wir hier so ein bisschen drin liegen, dass du wahrscheinlich nicht so glücklich bist mit dem, was du da gerade machst, also auch zukünftig wahrscheinlich nicht so richtig glücklich sein wirst. Und dich fragst, wie man das denn ändern kann, aber auch da mach dir keine Sorgen, ne? Du wirst an dir selber arbeiten und du wirst hier den Schlüssel finden, zu den Schlüssel, wie man sozusagen die Tür aufschließt. Wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich ansonsten ein Fenster. Mach dir da keine Sorgen. Auch da geht es wirklich darum, dass du rausfindest, was du möchtest und was gut für dich ist, was sich für dich richtig anfühlt, nicht für andere. Und dann haben wir hier auch mit dem Wagen, den wir auch noch drin haben, große Arkana, nochmal große Arkana, dass sich hier werden sich Dinge in der Zukunft
ziemlich schnell bewegen. Hier ist wirklich nur diese Aufforderung an dich drin, dass du wirklich irgendwie den Dingen auch einfach Zeit lässt und wenn sich Sachen einfach mal nicht bewegen, nicht wieder in Frustration fällst. Ne? Hier haben wir nämlich auch nochmal den 5 der Schwerter umgedreht gesehen. Auch auf diesem Mann hier nochmal sozusagen liegen, der in deine Richtung sich bewegt. Das sind auch negative, das steht auch für negative Gedanken und für Selbstzweifel. Ne? Also dieser Mensch hat vielleicht auch noch ziemlich viele Selbstzweifel, aktuell hier auf dich zuzukommen, sich in deine Richtung zu bewegen. Und auch wenn er sich in deine Richtung bewegt, kann es natürlich oft sein, dass du diesen Menschen manifestierst, aber dass dieser Mensch noch gar nicht so immer noch in seinen Selbstzweifeln ist. Und dann geht es hier wirklich auch dafür, dass du dann auch für diese Person da bist und dieser Person zeigst, wie man sozusagen in sein Leben transformiert und manifestiert in sein Leben, weil du hast die Kraft, diese liebevolle Verbindung in dein Leben zu manifestieren, wenn du sozusagen loslässt von deinen eigenen negativen Gedanken, von den eigenen Selbstzweifeln, dich aufhörst zu fragen, warum sich Sachen gerade nicht bewegen. Dinge werden sich bewegen zum richtigen Zeitpunkt und zum richtigen Augenblick. Du bist schon dabei, alles sozusagen zu manifestieren. Da musst du dir keine Sorgen machen. Wir holen dir noch eine Magie der Göttinnenkarte dazu. Guck, da fällt sie auch auf diese beiden drauf. Guck, die Verbindung, die Parvati. Parvati ist auch die liebende Ehefrau gewesen, die gute Ehefrau, die aber auch für sich selbst einstehen kann, die ist ihre eigene Göttin, die braucht dazu keinen Mann, um eine Göttin zu sein, aber für ihren Mann war sie durchaus auch eine liebevolle Frau. Das geht wirklich darum, dass du sozusagen dich auch als die liebevolle Frau an der Seite dieses Mannes siehst, den du dir gerne in dein Leben manifestieren möchtest. Verbinde dich auch mit dieser Energie, ne? Wer ist das? Wer bin ich für diese Person? Wie schaffe ich wie ist unsere Verbindung? Was prägt unsere Verbindung in der Zukunft, nicht jetzt, ne? Weil dann kommst du gleich wieder hier in diese negativen Gedanken rein, irgendwie zu denken, ja, hat sich hier irgendwie von mir distanziert und so weiter und so fort. Nein, ihr habt eine Verbindung, diese Verbindung ist sehr stark und diese Verbindung wird auch wieder kommen. Aber du darfst dich damit verbinden und das aus deinem Unterbewusstsein rausholen, sozusagen richtig dich damit beschäftigen, in Meditation gehen, mit der Frage sozusagen, was verbindet uns kosmisch? Was ist unser Schicksal? Wer bin ich für diese Person? Wer darf ich für diese Person sein? Wie benehme ich mich, wenn ich mein bestes Ich bin mit dieser Person? Und wie benimmt sich diese Person? Das stärkt eure Verbindung, viel mehr als sich darüber Gedanken zu machen, was alles nicht ist. Und ich glaube, das Problem hier ist, dass du durchaus diese Geschichten mit den Manifestationen und manifestiere Liebe in dein Leben, Meditation und so wahrscheinlich schon hörst und dich fragst, warum sich hier trotzdem nicht viel ändert. Und ich kenne das durchaus von meinem eigenen Weg. Und wie gesagt, die Lehre, die ich auch von mir selber an dich weitergeben darf hier, ist, Dinge fangen sich dann an zu bewegen, wenn du anfängst, Sachen loszulassen. Und Dinge fangen sich dann an zu bewegen, wenn du dich verbindest mit der Energie dessen, was du sein möchtest und wer du sein willst in dieser Beziehung und nicht im aktuellen Zustand. Wer bin ich in einer liebevollen Beziehung? Wer ist der andere in dieser liebevollen Beziehung? Nicht, wer bin ich jetzt und wer ist der jetzt? Und warum muss ich ihm heute nochmal sagen, dass er ein Vollidiot ist? All das bringt gar nichts, sondern es bringt wirklich nur, wenn man wirklich bei sich selbst bleibt und auch sozusagen Dinge aus dem Blickwinkel des anderen sieht. Ne, dann wiederum können sich Sachen so transformieren und hier im Kreislauf sozusagen nicht im Kreis rennen, sondern im Kreislauf im Sinne von ein Kreislauf schließt sich und ein neuer öffnet sich. Lass mich hier noch ein Objekt ziehen. So. Oh, da habe ich meine, nicht, das ist keine Pfeife, sondern kennt ihr das? Das ist sowas zum Atmen. Ja? Beruhige dich sozusagen. Lass dich nicht stressen. Kauf dir auch so ein Ding, wenn du dazu neigst, dich zu stressen, dazu sehr Angst zu haben, dass sich deine Träume hier nicht manifestieren. Wir hatten ja auch schon im Urbild, ist ja auch Wasser drin, ne? Das heißt für dich wahrscheinlich auch noch eine besondere Bedeutung, Wasser, aber auch Atmen, ne? Dass man nicht ertrinkt sozusagen. Du wirst hier nicht ertrinken in dieser Situation. Keine Sorge, das wird alles so kommen, wie du es möchtest.
wenn du das Gefühl hast, es wird alles wieder zu viel für dich, alles, ne, du explodierst gleich, du bist ungeduldig mit dir selbst, ungeduldig mit dem anderen. Atme ein, atme aus. Atme ein, atme aus. Und sag dir, alles wird gut. Ich glaube, ich mache euch diesmal noch Meditation drunter für jede Legung, und dann könnt ihr auch bei den Meditationen nochmal gucken und die Meditation machen. Ne? Also ich habe ja auch hier, wie gesagt, solche Manifestiere Liebe in dein Leben Meditationen, die du vielleicht sogar schon gehört hast, aber ich glaube, hier geht es für dich mehr darum, ins Vertrauen zu gehen und loszulassen, dass auch alles so kommen wird, wie es soll, und da helfen am besten Affirmationen. Ich hinterlasse dir das gerne und ich würde dich natürlich herzlich darum bitten, dass du mir noch einen Daumen nach oben hinterlässt oder am besten noch ein kleines Abo, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!